Hi, wir sind Kati und Michael. Und das hier ist der Pacific Crest Trail, den wir dieses Jahr gewandert sind. Na gut, das stimmt nicht ganz. Wir sind nur dieses ganz kleine Stückchen in der Wüste gewandert mit gerade mal 200 Kilometer Länge. Das ist also kein richtiges Video zu einem Thru-Hike auf dem PCT. Aber wenn euch interessiert, was man dort in 2 Wochen erleben kann, dann bleibt dran. Unser erster Wandertag startete ganz gemütlich mit dem Hotelfrühstück. Danach ging es für uns dann zur Mietwagenstation, von wo aus wir uns einen Lift gerufen haben. Das ist so eine Art Taxi oder Uber. Allerdings gab es noch ein kleines Problem. Ich hatte das falsche Ziel angegeben. In der gleichen Straße sind nämlich 2 Campingplätze und ich wählte erstmal den aus, der nicht am PCT liegt. Glücklicherweise konnten wir unseren Fahrer aber überzeugen, uns zu unserem eigentlichen Ziel zu fahren. Sein Trinkgeld hatte er sich redlich verdient. Nachdem wir diese erste Hürde gemeistert hatten, ging es auch direkt los. Der Trail führte uns hinunter von der Straße durch einen kleinen grünen Dschungel und direkt über einen Fluss. Damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Doch schon bald zeigte sich der PCT wieder von seiner besten Seite. Serpentinartige Anstiege auf grünbraunen Hügeln, die im Frühling mit wunderschönen Wildblumen, Klapperschlangen und blühenden Kakteen bedeckt sind. Der Weg führte uns stetig in Richtung des Antelope Valley Freeways und schon aus großer Entfernung hörte man das Rauschen der vorbeifahrenden Autos. Der Freeway war das einzige, was noch zwischen uns und unseren nächsten beiden Zielen lag, was Grass Rocks und Agua Dulce. Zum Glück mussten wir aber nicht über den Freeway rennen, sondern konnten ganz weit unter ihm durch einen Tunnel gehen. Und auf der anderen Seite tauchten wir im malerischen Vasquez Rocks County Park auf, der mit seinen markanten Felsformationen schon in Bonanza, MacGyver und Star Trek Filmen zu sehen war. Auch wenn man jetzt weniger nerdig unterwegs ist, kann man sich von diesen beeindruckenden Felsformationen schon verzaubern lassen. Wenn man den Park verlässt, steht man auch schon direkt in Agua Dulce, wo wir auch sofort Trail Magic erlebten. Als wir den ersten Fuß auf die Straße gesetzt hatten, hielt ein Auto neben uns und fragte uns, ob wir ein Eis wollen, drückte uns 2 Eis in der Hand und fuhr weiter. Uns ging's richtig gut, denn das Eis sollte nicht die einzige Leckerei bleiben. Denn in dem Ort gab es seit diesem Jahr wieder einen kleinen Supermarkt, was für mich genügend Anlass war, um ein bisschen weniger Essen einzupacken und einzuplanen, dass wir uns dort versorgen würden. Mit vollem Bauch und vollen Rucksäcken ging es für uns dann wieder aus der Ortschaft hinaus. Es ging noch eine ganze Weile an der Straße entlang, bevor wir nach einem kleinen Anstieg unseren Platz für die Nacht gefunden hatten. Mit einem wunderbaren Blick auf den Schrottplatz, schätze ich mal. Wir machten es uns ohne Zelt gemütlich, denn wir waren uns sicher, dass wir eine wunderschöne sternklare Nacht haben würden. Natürlich haben wir noch jede Menge mehr erlebt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, weil ich komme mit dem Bearbeiten einfach nicht hinterher. Ich kann euch aber beruhigen, ihr müsst euch jetzt nicht langweilen. Ich habe noch ganz viele andere Videos auf meinem Kanal. Zum Beispiel, wie ich mit Kati den Camino Primitivo gewandert bin oder mit meinen Eltern die Tour du Mont Blanc.